Good morning, Doctor. And a good morning to you too, Elsa. You look radiant. Thank you, Doctor. We haven't been seeing much of you lately, Elsa. You've been missing appointments. I'm sorry, Doctor. I've been feeling much better. That's very good to hear. And what has brought about this improvement? It's the new man in my life. He's convinced me to fight my addiction. Ah, the policeman from the newspapers. How has he coped with his fall from grace? He can finally see things from a human perspective, rather than the ivory tower he created for himself. It's making him stronger. It's making me stronger helping him. You wouldn't make a bad analyst yourself, Elsa. Should we swap seats? We're both finding we have a lot to live up to. And what is that? In my case, Lou. He went through hell along with me and still came out smiling. In Cole's case, his friend, Jack Kelso. Kelso? You've heard of him? No, I just like the sound of his name. Cole and Jack are working on a case together. Is Jack a policeman too? No, he works for the district attorney. What? He's a special investigator. I thought you didn't know him. I have never met the gentleman in question. He has been looking into Lou's case. Cole thinks it might be linked to some fires he's investigating. You look pale, Doctor. It's cold in here, Elsa. I think I'll close the window. Why are you looking at me like that, Elsa? You arranged for Lou to work at Elysian Fields, Doctor. Your fears are unfounded. I meet many people in my line of work. There are many ways that people can be helped. Finding them work is just one of them. I don't believe you, Doctor. I've seen you with Monroe at the club. I'm sorry that you have come to that conclusion, Elsa. I've always so enjoyed our conversation. I can see your future, Elsa. And Cole, the policeman, and Jack, the investigator. It's an unfortunate and grisly end. Oder auch nicht. I've come to help you, Doctor. To help you cross over. All your sins will be forgiven in the next life. Ich habe das Gefühl, das Spiel neigt sich langsam dem Ende entgegen. Bei der komischen Story. Eine andere Art von Krieg. It's gotta be one of these places. The arsonist's a bug sprayer. He must have worked at one of these joints. Ich nehme mal an, da fahren wir jetzt hin. Ja, okay, gut. Na komm. Ich halte mal 3 gedrückt. Damit wir eher da ankommen. Und bin mal gespannt, was bei dem Fall hier rauskommt. Rapid Kammerjäger, 14:36 Uhr. Help you? How many guys you have working here, Pop? Da liegt eine Who's Zeitung. asking, son? It could be official or unofficial. Depends on how you want to play it. You should get to a hospital, son.
That arm of yours appears to be letting in daylight. Save the pity for the other guys. They're the ones who need it. I'm looking for a big cowboy who works pest control. Does he work here? We don't have anyone like that here. You sure? I'm not the type of guy you want coming back. Yeah, I'm sure. I'm out of here. Die gucken wir uns natürlich mal an. Kreuzzug gegen Korruption. Peterson verspricht, im LAPD aufzuräumen. What have you got? Looks like a drug overdose. Get away from him, Phelps. This is my case. Shut your fucking mouth. Since when does a bagman work a case? I knew this creep was in on the morphine heist. Victim of his own product. Hey, detective! Can we back it off a notch? This is getting out of hand. A time to talk and a time to shut up. Now is the time to be quiet, son. Courtney Sheldon was a corpsman, Roy. He served his country. He went out with a medical kit and an Army 45 into places that made the Valley of Death look like a picnic. He was either naive enough or dumb enough to get involved in the Suburban Redevelopment Fund, along with the mayor, the DA, Monroe, and a certain crooked cop. He was involved in the morphine heist, but he has a puncture wound in his jugular, which makes this a murder case. He was a better man than you'll ever know. You say one more word about him and I will blow your fucking head off! You finally lost it, partner. I have a pretty good idea why Sheldon is dead. And I know about Monroe. Your vast, corrupt future is draining away as we speak. I got better things to do than argue the rub with you. Stay with him until the coroner gets here. Make sure technical services bags the evidence. If you let this creep anywhere near it, I'll come looking for you. Yes, sir. You know, Phelps, you're not the worst asshole going around. Thanks, Herschel. Okay. Ansonsten gibt es hier wohl nichts für uns. Vielleicht schaffe ich ja doch noch alle Zeitungen zu sammeln. Ich weiß jetzt nicht, ob danach noch kommen, ob ich 2 übersehen habe oder ob ich vielleicht noch welche finden kann. Ich hoffe, dass ich noch die anderen 2 auch finde. Nuklear-Nagetierabwehr, 14:43 Uhr. Was ist das denn für ein Name für so einen Laden? Welcome to Nuclear. What can I do you for? I work for the DA. I need to speak with an exterminator, big guy with a cowboy accent. We have only 3 people work here. Me and 2 Mexicans. They're both on the scrawny side. Thanks for your help. That's disgusting. Didn't you ever hear of germs? Dann zur 3. Hoffentlich werden wir da fündig. Aber bestimmt, wenn es nur 3 gibt. Dann sollte das ja jetzt passen. Westlake Ungezieferbeseitigung, 14:49 Uhr. I work for the DA. I'm looking for a big cowboy who does extermination. Anyone like that working here? Well, I wouldn't want to get anyone into any trouble. We could do this the hard way. An address? Yeah, he lives in a bunkhouse on the remains of the old Rancho Rincon. Thanks. Jetzt fahren wir nicht dahin. Oder fährt er selbst dahin? Systemsoftware ist bereit zum Installieren. Mich nervt das immer, dass die Einblendungen krumm, wenn ich aufnehme. Dr. Fontaines Praxis gestern, 18 Uhr. Okay. Biggs, Cole, sind wir. Jetzt spielen wir da Cole, oder wie? Cole, you made it. What's this got to do with me, Rusty? Dr. Fontaine, prominent shrink, dead in his patient's room. Spine snapped like a twig. The suspect is one of his mental patients. I've met Fontaine. His last patient was Elsa Lichtman, Cole. She's missing.
Nurse said that she saw some big Boris Karloff type carry her out of here. The best thing that you can do to help me, Rusty, is let me take a look around. Sure thing, Cole. This way. Lauf schneller. Da hast du schon direkt Take your time. I'll give you and the doctor some privacy. Leland. Unten finden Sie eine Liste der Grundstücke, die Sie angefordert hatten. Mein Bekannter hat jedes davon besucht und gründlich begutachtet. Seinem Bericht zufolge muss ich davon ausgehen, dass die Familien und Bewohner bei ihrer Umsiedlung keine Unterstützung mehr benötigen. Beste Grüße, Dr. Harlan J. Fontaine. Monroe wasn't happy. People started dying and it attracted attention. He and the doctor lost control. Harlan, das war nicht unsere Abmachung. Ihr Bekannter geht zu weit. Bekommen Sie ihn unter Kontrolle oder ich muss Maßnahmen einleiten. Harlan, das war nicht unsere Abmachung. Ihr Bekannter geht zu weit. Okay, Belastung. Sprechen Sie mit Curtis. So, ja, Rosewood Avenue. Gut. Oh. Alles Mögliche geschwärzt. Psychiatrischer Bericht von Dr. Harlan J. Fontaine, beratender Psychotherapeut im Fall von unlesbar. Datum, Zustand des Patienten, Behandlung, Beobachtung fortlaufen, persönlicher Hintergrund. Der Patient wurde in einer Farmpächterfamilie in Oklahoma geboren. Erfolglose Ernten während des Dust Bowl in den 30ern zwangen die Familie in Richtung Westen, nach Kalifornien zu ziehen. Die Mutter und der jüngere Bruder des Patienten starben den Hungertod während der Reise. Der Vater des Patienten fand Arbeit als Stuntman in billig produzierten Cowboy-Filmen. Aha. Der Patient sollte der gleichen Karrierelaufbahn folgen, aber seine reservierte Mimik und körperliche Unbeholfenheit erwiesen sich als problematisch. Der Patient machte eine Ausbildung als Gasinstallateur und zeigte maschinelle Begabung, wurde aber von den Marines eingezogen, als der Krieg anfing. Er diente als unlesbar bis zu einem Vorfall unlesbar. Der Vater des Patienten starb im November 1945. Der Patient kehrte vom Dienst zurück und wohnte allein im Haus, das Vater und Sohn einst teilten. Oh Gott. Art der Erkrankung. Als der Patient von diesem Arzt übernommen wurde, litt er an akuter Kriegsneurose, die sich in sensorischen Rückblenden, gestörter Aufmerksamkeit und Schlafstörungen manifestierte. Der Patient beschrieb Symptome wie zum Beispiel Beeinträchtigung der Sicht, Kopfschmerzen, Tachykardie und irgendwas anderes. Der Patient erlebte Phantomschmerzen im Wachzustand und extreme Albträume im Schlaf. Der Patient konnte Erinnerungen von Realität nicht unterscheiden und hatte häufige Rückfälle in das Trauma des Unlesbar. Während frühen Diagnosen gab der Patient eine krankhafte Angst vor und eine tiefe Faszination mit Feuer zu. Schlussfolgerungen. Es wurde entschieden, dass sich der Patient in einem fortgeschrittenen Zustand der Katatonie befindet, welcher nicht nur durch Psychotherapie überwunden werden kann. Behandlungsverlauf. Der Patient begann eine Behandlung mit Medikamenten in Verbindung mit klinischer Hypnotherapie. Sitzungen waren anfangs einmal alle 2 Wochen geplant. Es wurde Morphium-Tartratlösung, unlesbar CC in unlesbar Dosen verabreicht, um Angstzuständen während der Applikation hypnotischer Induktion und verbaler Suggestionstechniken zu verhindern. Die Behandlung war zuerst wirkungslos. Ich bin nicht schnell genug manchmal. Der Patient konnte keine Änderungen der Häufigkeit, der Stärke der Rückblenden und Kopfschmerzen melden. Zusätzliche 2-stündige Sitzungen wurden angesetzt, um tiefere Sedierung, Morphium-Tartratlösung, unlesbar CC in unlesbar Dosen und erhöhtes Ansprechen zu bewirken. Der Patient spürte eine leichte Reduzierung der psychischen Symptome, wurde aber sehr anfällig für Suggestion und Ideenbildung. Infolgedessen wurde der Patient wiederholt in dieser Klinik behalten, um zu verhindern, dass er sich selbst oder andere verletzt. Zusätzliche Medikamente wurden verschrieben und Sitzungen wurden alle 3 bis 4 Tage angesetzt. Entspannungsübungen wurden durchgeführt, in denen der Patient unlesbar in einer kontrollierten Umgebung
und unlesbar. Der Patient meldete einen Konflikt zwischen Gefühlen der Hoffnungslosigkeit und Gefühlen der Gelassenheit, hervorgerufen durch spezielle Freiwillige, die auf Anraten seines Arztes durchführte irgendwas. Prognose. Der Patient kämpft mit Wahnvorstellungen und ist paranoid-schizoiden Tendenzen und schafft es mit Hilfe von Medikamenten und Therapie, diese unter Kontrolle zu halten. Es ist jedoch die Meinung dieses Arztes, dass tägliches Nachlassen dieser Behandlungen gefährlich wäre. Ohne kontinuierliche Unterstützung könnte der Patient zurück in die Krallen seiner vielen Dämonen fallen und in einen neuen unsozialen Zustand der Psychopathie verfallen. Unterschrift Dr. Harlan J. Fontaine, PhD. Ach du Kacke, war das lang. Lang, sehr lang. Good doctor has been marking this map. Edgewood Grove, McCarthy Vista, Crescent Heights, Rancho Escondido. Do those names mean anything to you, Herschel? Yeah. How come? New houses, all being built in the path of the freeway? Okay. Und noch eine Zeitung. Das Gesicht des Fortschritts, Bürgermeister über Baulöwe Leland Monroe. That goddamn pet lunatic of yours is burning down our houses. Keep your voice down, Leland. Control is of the essence. Keep your voice down. You know how much these sons of bitches charge for lunch? Fuck them. Leland, we will not solve our problems by announcing them to the general public. We only speed ourselves on our way to the gallows. He's your imbecile, Harlan. Get him under control or get rid of him. Speaking of which, I've had to dispose of our young medical student. What? You certainly are a cold character, Harlan. He has a friend called Kelso who knows all about the development on Normandy Avenue. I know about Kelso. And you thought it unimportant to inform me. I thought I could take care of it. Have you? No, I haven't. Kelso works for Benson. Is he reliable? No, he's totally unreliable. But he has so many pernicious habits, he's got nowhere to run. Can you take care of Kelso? Don't push me, Harlan. Get rid of the fruitcake. It's no longer necessary. I'll take care of Jack Kelso. Okay. Haben wir immerhin schon 12 von 13 Zeitungen. Destroyed by a monster of your own creation, Dr. Fontaine. I've heard that story somewhere before. Ja. Den Körper können wir nicht untersuchen. So much for your foresight, Doctor.
Irgendwas müssen wir anscheinend noch haben. Nein. 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 Da haben wir noch irgendwas nicht entdeckt. Fontaine was having houses burned from Monroe. Ist da immer noch was drin? Moment. Hier ein Stück weg. Nee, das ist jetzt auch fertig. Die Glasscherben natürlich, okay, ja. Das macht Sinn, dass das noch ein Beweis ist. Fußspuren sind hier keine, oder? Irgendwas fehlt aber noch. Nur bin ich mir aktuell noch nicht so ganz sicher, was. Na komm, was soll der Geiz? Ich habe, glaube ich, sowieso nicht mehr so viele Fälle. Da kann ich ja jetzt mal so einen Punkt da einlösen. Ah, okay. Junk. Was war das denn für ein Bug? Ah, okay. I see, I see. Morphium-Tartratlösung. Looks like Fontaine has finally dispensed his last treatment. Jack was wrong. It's not about insurance, it's about eminent domain. What are you talking about, Cole? The government reclaims the land in the path of the freeway and pays the improved value of the land with the new houses sitting on it. What about the stiffs who paid their deposits? Worst case, they get their money back. But the syndicate pockets millions on the improved value of the land. So where does Jack's boss come into it? He's the key. He carries the insurance. The insurance proves how much the houses are worth. And they're worth nothing? Firewood, all of them. That's about as neat a scam as you can imagine. How are we gonna prove any of this, Cole? Doctor's dead. Monroe nearly bled to death. If they get Jack... We need the firebug. The Okie cowboy. Get him, get Elsa. Get him, get all of them. Sehen wir dann. Ranch-Baracke heute 19 Uhr. Jetzt sind wir wieder Check anscheinend. Ist immer eine gute Idee. Verletzt alleine im Dunkeln dahin. Was soll schon schief gehen? Guess nobody's home. Most guys bring home a 45 or an M1. This is pretty extreme. Selbstgebauter Flammenwerfer. Und eine Menge Insekten. Jetzt viel Schiss, dass der jetzt heimkommt. Und sieht, zusammenschlägt.
Ach du Kacke. Quite a flock you got here, kid. I know those faces. Jesus Christ, I know every one of them. Ach so, da kommen wir her. Ich weiß gar nicht, wo ich hier anfangen soll. Ich bleib mal hier so im Haus. Hier liegt doch noch eine Zeitung. Die kann ich aber nicht gucken, okay. Das ist einfach nur Müll. Würde ich mal behaupten wollen. Ich habe überhaupt keinen Überblick in dem Haus hier. Okay, hier sind wir reingekommen. Hier ist wohl nichts drin. Auch nur ein bisschen Müll, den wir schon gesehen haben im anderen Raum. Ein Schraubenzieher. Habe ich gerade eine Tür gehört? Ah, die hier ist wieder zugegangen. Wenn wir hier raus können, ist das meistens kein Zufall. I need to get back inside. The Geht only doch. way I can finish this thing is to put a name to that bastard. Doch, wir sollen drin bleiben, okay. Wo geht das hier hin? Da war, achso, da war ich eben. Entschuldigung. Da war ich auch schon. Da war ich auch schon, ne? Habe ich da alles geguckt? Ja, ich glaube schon. Hier ist noch was. So ein Flyer. Moskitofallen. Sind dann alle, die wir eingesperrt haben, unschuldig? Kommen die alle wieder frei? Weil der hat ja offensichtlich mit allem zu tun. Wo war das? Hier. So eine Zange. Okay. Bringt uns vermutlich auch nicht viel weiter. Gangster in Kilago. Wir haben die erste von 50 gesammelt. Das ist aber schwach. Wenn ich kacke.
Gab's ja bestimmt schon mehr, oder? Kann ja nicht jetzt zum Ende vom Spiel damit erst anfangen. Ich bin etwas ratlos. Ich benutze hier auch mal noch einmal Intuition. Der geht gar nicht. Was ist denn mein Problem? Fotos interessieren ihn nicht. Hier. Los Angeles River Tunnel. The river tunnels. This guy's a tunnel rat. Oh my God, Ira. You poor backwards son of a bitch. Ist das unser neuer Ort, wo wir hin müssen? Peterson, I'm going to need some help. I've got Monroe, Fontaine, and all the others. It's all tied up nicely. It goes all the way to the top. Meet me at the LA River Tunnel entrance just north Ich würde woanders telefonieren. half an hour. Don't ask questions. Just be there. Muss man das bei ihm im Haus jetzt machen, alles? Was, wenn er zurückkommt? Investigator Jack Kelso. I have an urgent radio message for Detective Cole Phelps. Wilshire Revier, 20:30 Uhr. Go ahead, KGPL. 11K, see the man. A 207 just occurred on the spillway north of the First Street Bridge. DA's investigator Jack Kelso reports a kidnapping suspect outstanding in the LA River tunnel system with a hostage. 11K, handle Roger code that. 3. The hell is Jack playing at? Like a suicide note. Half the LAPD will be down there hunting for him. We need to get there first. All units on all frequencies stand by. Car 86 Adam is in pursuit of suspect vehicle heading southwest on Sunset Boulevard. Suspect vehicle belonging to Jack Kelso, described as a Navy Chevrolet Fleetline. License number 4, William 0286. Car 86 Adam is in pursuit. They picked up his car. I'll need help to make it to the river. That's Kelso's car.